Ja, film auf meinen Hut, ich weiß, du uns auch sagen. Du sagst, ich bin Stalker oder was? Ja. Warum? Jeden Tag läuft immer diese scheiße Kamera rum, geht mir auf den Sack. Du gefällst diese Kolmeringe richtig einstellen, wie ich dir alles beigebracht habe. Ich weiß gar nicht, wie das geht, weißt du doch. Ja, das stimmt. Hier, das ist ein vorbildlicher Mitarbeiter. Guten Tag. Guten Tag. Kevin, was machst du hier? Herr Butz, was machen Sie hier? Ich baue Köpfe für Lagere zusammen. Boah, geil. Was sind das für Zylinderköpfe? Spekziköpfe. Big Port. Was hast du hier für Federn reingeknallt? Super Dash. Suppendash. Und das habe ich gestern Abend gemacht. Für Bohrung für ein Sleeve ausgespindelt. Und sonntags ist mein Ritual, Sleeves zu setzen. Das mache ich immer gerne mit meinem Freund zusammen und danach gucken wir MotoGP. Brauchen wir einen Zylinderkopf? Oder vielleicht auch zwei? Warum liegt der eigentlich schon wieder hier? Nico, was machst du da? Ich hab den Spännenförderer sauber Was? gemacht. Sag nochmal. Spännenförderer. Spännenförderer. Und jetzt baue ich mal alles wieder zusammen. Wir haben das Problem, dass man sieht, das ist Aluminium und Guss gemischt. Und das Guss ist halt wie so ein Mehl. Und das bleibt da unten, genau hier in dieser Ecke hängen. Und manchmal müssen wir, wenn wir viel Guss da ausgespült haben, müssen wir das per Hand da rausholen. Einmal im Monat kann man vertreten. Gut. Komm, wir gehen meinen Vater beobachten. Das ist immer lustig, was der macht. Was machst du? Du fährst zum TÜV? Nein, Probefahrt. Probefahrt und Waschen. Waschen? Auto hat Spannvorrichtung von Rippenriemen kaputt gehabt. Ja. Alles zerlegt. Kannst du mir das zeigen? Ja. Das ist aber schwer zu sehen. Man sieht's nicht. War Katastrophe? War Katastrophe. Auto ist abgeschleppt worden. Und da drunter befindet sich alles. Ist jetzt Motorwäsche gemacht. Also für und den dann Keilrippenriemen. die Keilriemen, Spannrollen und Spannvorrichtung und Umlenksrollen sind alle erneuert worden und jetzt läuft die Karre. Kann man jetzt zum Verwerter fahren? Jetzt kann man zum Verwerter fahren. Sehr gut. Ein wunderschöner Tag ist heute. Gestern war ich bis 2 Uhr morgens in der Firma. Ich bin ein bisschen müde, aber springt an wie ein Haufen. Oh, was hier für eine Stille. Hier kommt der Mann mit dem Stalker-Auge. Was machst du hier? Ich habe Zahnriemen gemacht hier bei dir. Zahnriemen? Zahnriemen, ja. Alter, dieser scheiß Träger, da kommst du ja gar nicht dran. Nee. Was ist denn das für ein Müll? Da haben die sich was Schönes einfallen lassen. Ich mach mal Licht an. Alter, wie der Ölfilter hier sitzt. Guck mal. Du machst Öl ab, Ölfilter raus und instant erstmal läuft die Suppe auf den Träger. Hat aber auch einen Vorteil, was ist? Wird geschmiert von innen und raus. Genau, der Träger wird niemals durchrosten. Und jetzt hast du Probleme, den scheiß Keilriemen da drauf zu kriegen. Genau. Weil du nicht ordentlich spannen kannst. Genau. Entspannen. Aber ist nicht so schlimm. Das ist halt. Also, boah, das ist aber wirklich eng hier, ne? Mit der Wasserpumpe, wenn man das so sieht. Ja, das, du musst auf jeden Fall hoch machen, weil sonst kriegst du das Rädchen da nämlich nicht ab. was ist das für ein Auto? Ach, Huidai. Was ist hier los? Inspektion. Und hier ist einfach noch so ein bisschen, also damit das tropft noch nach wegen Ölwechsel. Gut. Wenn man das dann vergisst da drin, dann brennt das Auto. Gut. Gehen wir mal gucken. Was ist das für eine hässliche Kupplung? Ey, wem gehört eigentlich diese hässliche Extended-Kupplung da? Ist das nicht die eine Kupplung, die wir ausgetauscht haben? Ja, aus dem silbernen. Modified. Nee, das ist eine andere. Ja, das ist aus dem silbernen. Ah, das ist der Schrott. Ja. Ja, okay, müssen wir noch. Soll ich mal den wegschmeißen? Soll ich mal die Nein, dann müssen wir vielleicht zurückschicken. Müssen wir gucken.
Gut. Gehen wir zum wichtigen Teil des Videos über. Ah nein, wir haben noch jemanden vergessen. Nee, dich haben wir sicher nicht vergessen. Gut, pass auf, wir machen kurz einen Kaffee und dann geht's zu einer wichtigen neuen Person, die ihr kennenlernen müsst. Hier, auch wenn du nicht verdient hast. Hallo. Warum macht ihr eigentlich immer mein... Soll ich die Rechnung stellen von Strom? Der muss nicht nonstop laufen. Wie lange soll ich einen Kolbenring einstellen? 3 Tage oder was? Bis das Ding angefahren ist auf Drehzahl, habe ich schon 3 Kolbenringe geschnitten. So, was hast du jetzt hier? Kolbenring Store-Spiel. Passt? Bist du zufrieden? Passt so gut. Gut. Was machst du hier, Nico? Ich fülle ein bisschen Montageöl auf. Für unsere sehr geehrten und verehrten Kunden und für uns auch. Ah, hier, das ist das Montageöl. Gut. Und jetzt geht es zum eigentlichen Grund dieses Videos. Wir gehen jetzt in das Büro der Geschäftsführung hinein und ich darf Ihnen vorstellen, die neue rechte Pfote der Geschäftsführung. Pina, du musst nicht so abweisend sein. Ja, das ist Dominik. Hi Dominik. Hallo. Dominik ist die neue rechte Pfote der Geschäftsführung. Pina, bist du zufrieden mit ihm? Oder denkst du dir, muss noch viel lernen, ne? Dominik hat sich verlaufen, weil ich immer gemütlich Platz auf meinem Tisch. Ich bin hier nur der Sekretär der Geschäftsführung. Oder nicht, ich bin das für was bin ich? Ich bin eigentlich nur dafür zuständig, dass alle Kaffee haben. Dann, dass das Essen alle bekommen. Und ich bin für diese YouTube-Videos zuständig. Der Rest machen die da drüben. Dominik, erzähl mal, wie bist du an Pina gekommen? Ich habe eine E-Mail geschrieben. Tatsächlich? Ja. Hat sie geantwortet? Ja, sehr nett. Ich soll mal vorbeikommen und mich vorstellen, ja. Echt? Ja. Hat sie das so weit? Wie bist du denn darauf gekommen, denn eine E-Mail zu schreiben, dem Hund? Ich habe sie auf ihren YouTube-Videos gesehen und habe einfach gedacht, ja, ich komme aus derselben Stadt, da kann ich mal eine E-Mail hinschreiben, einfach mein Glück probieren. Und du hattest schon vorher was mit DAX und Performance zu tun? Eigentlich nein. Was hast und als was hat sie dich hier angestellt? Also eigentlich bin ich als Kameramann mit dabei, aber auch fürs Büro. Was machst du gerade in dem Moment? Jetzt gerade für einen Online-Shop. Ah ja, Übersetzen. übersetzen. Das ist wichtig, ja. Das ist sehr wichtig, weil es ist ja alles nur auf Deutsch. Genau, und irgendwie ist das Publikum komischerweise international. Verstehe ich gar nicht, warum. Pina, du musst mal mehr für deine deutsche Community tun. Aber wenn du der Kameramann bist, warum halte ich jetzt die Kamera? Weil ich auch mal arbeite im Gegensatz zu dir. Ah, stimmt. Also alle haben Kaffee, dann kann ich auch filmen. Ja, richtig, genau. Ja, cool. Und was hast du ursprünglich gemacht? Also ursprünglich habe ich einfach eine Ausbildung im Büro gemacht und dann dann ein Jahr im Ausland verbracht und dann die letzten 3 Jahre. Wo genau im Ausland? In Kanada. Ich habe Das- ein Jahr in Vancouver. Ist in das der Kanada Grund, warum du vielleicht so gut Englisch kannst? gelebt. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Und dann habe ich im Büro gearbeitet und dann war mir das im Büro genug und dann habe ich an Pina eine E-Mail geschrieben. Jetzt läuft sie weg. Pina hat genug von dir. Oh ne, sie kommt dich anmeckern. Ja, sie sagt, ey, tu den Typ nicht von der Arbeit abhalten. Ich muss mit dem Business machen. Ah, komm her, Dickerchen. Ah. Okay. Ey, lass mal einen Espresso. Ja, erzähl weiter. Dann hatte ich genug von meinem Büro und dann habe ich gedacht, schreibe ich Pina eine E-Mail und Pina hat mir geantwortet, ich soll mal vorbeikommen. Und dann ging das irgendwie ganz schnell, Und ne? dann ging das ganz schnell und jetzt sitze ich hier. Ja. Pina, keine halben Sachen machst du, ne, Chefin? Haben wir noch was den Leuten zu erzählen? Nockenwellen? Ah, Nockenwellen. Nockenwellen, wann hat
Nockenwellendoktor gesagt, kommen die? Eine. In einer Woche ist Nockenwellen da. Endlich. Wir haben lange auf die Schrickcamps gewartet. Großer Konzern, da dauert alles so ein bisschen länger. Pina musste ein bisschen Druck machen, dass das funktioniert hat. Die hat ihnen ein bisschen gezeigt, wer Boss ist. Und dann ging das auf einmal schneller. Wir müssen uns verabschieden. Von der Hohnmaschine. Nee, Spaß beiseite. Ja, der liebe Robert von Sun in Deutschland kam zu mir und sagt, Andi, wir haben einen Traum für dich. Und ich sag, oh, für Träume bin ich immer zu haben. Es gibt eine neue Hohnmaschine. Wir haben zwar diese ultimativ geile Sunnen CV616 Zylinder King, aber die Maschine hat jetzt gerade mal nur 2 Jahre bei uns wirklich treue Dienste geleistet und in einer Präzision, wo ich eigentlich nicht meckern kann. Das Problem war nur, ich erkläre es euch kurz. Hohnen ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl und das muss man können. Und das dauert halt, bis man das kann. Und ich bin der Einzige, der hier groß wirklich gehohnt hat. Und da wir schwer zu tun haben mit allen Möglichen, ist quasi jede Hohnarbeit immer an mir hängen geblieben. Was eigentlich nicht schlimm ist, ich arbeite ja gerne, aber manchmal habe ich einfach nicht mehr die Zeit dafür. Und aus dem Grund gibt es eine neue Hohnmaschine, die quasi so ein bisschen CNC gesteuert ist. Das heißt, warte, ich habe ein Haar von Pina auf der Linse. So. Das bedeutet, diese Maschine kann den Zylinder, denn ihr habt ja gesehen, dass wenn ich hohne und auf diesen Knopf hier drücke, fährt das Ding eine Runde, extra Runde unten. Und damit kann man quasi die Form und Gestaltung des Zylinders einstellen. Man kann ihn ja ballig machen, aber man will ihn ja zylindrisch haben. Und dafür gibt es hier diese Lastaufnahme. Dann sieht man, wenn er runterfährt und da mehr Last aufnimmt, dann weiß man, dass der Zylinder unten noch enger ist. Und das macht diese Maschine, das neue Modell, das ist die SV15, glaube ich, macht die vollautomatisch, denn die kann eben über die Lastaufnahme erkennen, in welchem Bereich jetzt der Zylinder noch größer oder kleiner ist und ist dann eher mehr in dem Bereich zuständig. Halt ein bisschen CNC gesteuert. Freue ich mich übelst drauf, deswegen kommt die jetzt weg und die neue kommt. Das heißt, dann kann ich auch mit gutem Gewissen jemand anders das Ding holen lassen und muss das nur noch nachkontrollieren. Habt ihr gehört? Ja. Alex, du darfst bald nur noch holen. Hallo. Alex' grundsätzliche Antwort auf alles ist Hallo. wie so ein Bär, wo man drauf drückt, der dann quietscht oder irgendwas sagt. Du sagst immer das Gleiche. Okay. Ja, freue ich mich mega drauf. Montag sind wir da, weißt du das? Kannst du sie bitte weiter massieren? Nicht damit aufhören? Sag tschüss, Pina. Sag tschüss. Sag tschüss. Ciao, Champion.